Ja, hallo auch von mir mit Tipps und Hinweisen zur Technik von Segelyachten. Heute geht es um den Radialdichtringwechsel an der Propellerwelle des Saildrives SD60. Aus gegebenem Anlass gehe ich im ersten Video auf die Qualität der Originalherstellerdichtung ein und im zweiten Video zeige ich euch den Austausch der Dichtringe und mein Upgrade dazu. Wie war das mit der Qualität von Radialdichtringen in der Vergangenheit bis heute? Über den Wechsel von Dichtringen beim SD40 und SD50 und die schlechte Qualität der Dichtringe habe ich auf meiner Webseite schon vor Jahren beschrieben. Links ein Dichtring nach 6 Stunden im Salzwasser, rechts nach 5 Jahren. Mit dem QR-Code kommt ihr direkt auf die Seite des Berichtes. Diese Dichtringe fangen sehr schnell an zu rosten und waren oft schon nach ein paar Jahren durchgerostet. Daher empfehle ich schon seit Jahren nur Radialdichtringe, die voll von Elastomer umschlossen sind. Diese sind zwar nicht überall verfügbar, sind aber auf Bestellung zu bekommen. Wer die Dichtringe benötigt, schreibt mir einfach eine Mail. Für den SD20 bis SD60 habe ich die voll umschlossenen Radialdichtringe und passende O-Ringe da. Mit dem Yanmar Saildrive SD60, der Hersteller ist ZF in Padova in Italien, kam ein neuer Dichtring zum Einsatz. Diesmal einer vom Marktführer Freudenberg. Dieser hat zwar auch einen offenen Stützring, jedoch wurde der Stützring mit einem Haftvermittler für den Elastomer bedeckt, der auch eine gewisse Rostschutzeigenschaft besitzen soll. Laut Aussage von Freudenberg sollte der Rostschutz ca. 5 Jahre je nach Wasserumgebung anhalten. Wie man auf den Bildern sieht, ist es mit dem Rostschutz auch nicht weit her. Links ein neuer Radialdichtring, Mitte nach 3 Jahren und rechts nach 3 Jahren mit 25-facher Vergrößerung. Zusätzlich gibt es beim SD60 Saildrive von Yanmar eine Besonderheit. Wenn man hier die Dichtringe im Lagerschild wechseln will, muss erst ein äußerer Lagerring gezogen werden. Ich habe den Lagerring schon mal gelöst und wie man sieht, passt der Dichtring nicht durch diesen Lagerring. Wie kann man nur eine solche Konstruktion, die wenig seglerfreundlich ist, in Verkehr bringen? Denkt im Aftermarket-Management niemand an den abseits von Werkstätten und Servicebetrieben befindlichen Segler? Dazu kommt, dass undichte Radialdichtungen am Propellerantrieb gar nicht so selten vorkommen. Spätestens zum Einbau der beiden neuen Dichtringe muss der Lagerring gezogen und wieder eingesetzt werden. Das erfordert normalerweise spezielles Werkzeug und ein wenig Erfahrung. Natürlich habe ich mir wieder eine Lösung einfallen lassen, die dieses Problem elegant löst. Darüber werde ich in der nächsten Ausgabe vom Palsteg Magazin, die Ausgabe 3, berichten. Also bleibt dabei, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und klickt die Glocke an. Dann bekommt ihr eine Push-Nachricht auf euer Mobile, wenn wieder ein neues Video verfügbar ist. Also bis demnächst mit dem neuesten Reparaturbericht. Fair Winds und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.